So, und damit nochmal willkommen zu Stanley Parable. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich habe keine Info. Ich habe wieder nur nach Bildern entschieden und es sah gut aus. Ich hoffe, dass es läuft. Weil er hat gerade schon gemeckert mit der Codierung wieder. Ich hoffe aber, das wird jetzt nicht allzu problematisch. Wir starten mal ein neues Spiel. End is never. The end is never. Klicken zum Überspringen. Okay. Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ich freue mich für Stanley. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Das hat er gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Hör mal, das würde ich aber... Bin ich da? Ich bin da. Oh, wir sind's. Stanley. Stanley ist hier. Was steht da? Hate? Ich hasse Montage. Na klar, wer nicht, ne? Kann ich irgendwie was machen? Ranzo? Das ist ja merkwürdig. Ich laufe, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte oder reindrücke. Das ist ja ganz merkwürdig. Das hört sich an wie Tippgeräusche. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, wir gehen aus dem Büro heraus. Haben nur Tasten im Kopf, glaube ich. All of his co-workers were gone. Nein. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Die laden aber gerade noch was herunter, ne? First Dad. Der slidet auch so schön. Okay, da ist noch ein Büro. Hier wahrscheinlich auch. Okay, mal gucken, ob wir irgendwie ein Meeting oder so verpasst haben. Ich bin gespannt. Oh nein. Er hat immer noch nicht aufgeräumt. Ranzoomen wäre geil. Das fehlt so ein bisschen, aber ganz merkwürdig. Das hatte ich ja noch nie. Warum kann ich das denn machen? Mit der Maustaste laufen. Hallo? Ist da wer? Nein. Eigentlich When entspannter. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nein. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just Genau. to admire it. Ja, genau, das hatte ich vor. Ich kenne mich doch hier aus. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Hä? Ach so, die hier meint er. Nehmen wir die? Wir hören nicht auf den Erzähler. Der Erzähler ist komisch, oder? Okay, wo sind wir denn? Was ist das denn für ein komisches Büro? Und warum bin ich so klein oder ist der Tisch so groß? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago.
Ja, shit, passiert halt. Was soll ich machen? Was war das denn für ein Geräusch? Hauptsache, die ganzen Türen gehen zu. Das macht mich ein bisschen, Stanley ist ja auch halt nicht der Hellste, ne? Der hört halt nicht auf irgendjemanden. So ein kleiner Rebell ist das. So, was haben wir denn? Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Oh. Okay. Penalty for 1000. Oh, 1000 ist viel. Fährt das Ding automatisch? I think perhaps we've gotten off on Jawohl. the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Nö. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. For This her? is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Wer ist sie? Wer ist sie denn? Oh, ich kann sogar hier hoch. Ach, hier. Nee, es ist nicht der gleiche Raum. Natürlich nicht. Kann ja auch gar nicht. Wir gehen rein. Wir gehen weiter. Kleines Lager hier. Oh, und hier ist ziemlich dunkel. That's Telefon. so, Stanley. Ah. Oh, schade. Ich hätte erstmal gerne gehört, was er sagt. 427. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Oh, ist der They wanna gemein. commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ja, weil ich immer die ganze Zeit in meinem Leben auf dich gehört habe. Deswegen klappt das alles nicht. Hallo? Das ist meine This is Frau. a very sad story about the death of a man named Stanley. Sind wir in der Hölle? Guten Morgen, Mitarbeiter. Drücke Z auf deiner Tastatur. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Also vielleicht soll ich mich auch einfach querstellen hier, ne? Vielleicht. Vielleicht drücke ich einfach mal nicht. Gucken, ob irgendwas passiert. Was meinst du? Machen wir das so? Warten wir einfach mal? Aber ist schon zu lange, glaube ich, ne? Normalerweise müsste schon etwas passiert sein, denke ich mal. Look at him there, Doch, oh. pushing buttons. Ah nein, ich habe den doing gedrückt. exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Nein, jetzt mache ich's nicht. Jetzt warte ich mal. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Ich wollte gar nicht Q drücken. Ich wollte eigentlich laufen und bin dann auf Q gekommen. Habe ich den Tisch gerade verschoben? Klar. Hast du gesehen? Stark bin ich. Total stark. Aber es sieht nicht so aus, als würde irgendwas kommen. Was anderes. Was machen wir hier? Bin ich tot? Ist das meine persönliche Hölle? Fegefeuer? Irgendwie sowas? Oder was ist das? Ich kann auch andere Knöpfe drücken, passiert halt nichts leider. Also muss ich es wahrscheinlich machen. Weil, ne? Er sagt nichts. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke I, um fernzusehen. Okay, dann schauen wir mal fern. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that Wo ist one mein day Fernseher? while at work,
He stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Bitte drücke, um Zeit mit den Jungs zu verbringen. Okay, rein da. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Sollte ich irgendwo anders sein? Irgendwie Fernsehen? Irgendwie passiert aber nichts, ne? Wo ist denn der Fernseher? Der hat doch gerade gesagt, was vom Fernseher. Hier komme ich gar nicht erst rein. Das sieht aus wie ein Fenster. Ich habe keinen Fernseher. Die verarschen mich doch hier. Abendessen vorzubereiten. Aber er macht halt gar nichts. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Ich glaube, wir bauen wieder das Büro auf. An enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Okay. Um deinen Kindern eine Geschichte zu erzählen, dann erzählen wir den Kindern mal eine Geschichte. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Um deiner Frau zu sagen, dass du sie liebst. Okay, sagen wir ihr das mal. Hör mal, der Erzähler möchte, dass ich dir was sage. But there is no answer. How could there possibly be? Das ist mein In Schreibtisch. reality, all he's Ich bin doing wieder is da. pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Das ist leider richtig. Um zu schlafen. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Tu es nicht. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? Du verdammter How can I Du. get him to see what I see? How can I make him look at himself? Um nicht zu hinterfragen. Nein, ich will Sachen jetzt hier hinterfragen. Lass mich raus. Ich kann aber nichts anderes machen. Gar nichts. Ich muss die Button pushen. Pushen wir die Button. I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. Eben. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Das heißt, wir sind eigentlich nicht gestorben. Wir sind wieder da. Ursprung. Alright. Nice. Mitarbeiter immer noch verschwunden? All of his co-workers were gone. What could it mean? Was Stanley falsch decided oder to was? go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vielleicht müssen wir doch machen, was er sagt, aber ich hätte eher gedacht, dass wir das eben nicht machen sollten. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Aber sonst erzählte er wieder die gleiche Geschichte, ne? Yet Alle there sind was weg. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wir haben hier die ganze Zeit Tipps. What is hot? You slide to assure employees that everything is okay. Make sure your slide has a slick blue graphic in the header. Haben wir, check. Everyone is unique.
You most of all. Ja, das stimmt, natürlich. Das ist korrekt. Target tomorrow. Who move my desk? Sind wir drin? Achso, nee, das ist nur für Meetings und so. Okay, das ist nur für Meetings. Alright. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Oh, ich kann die Tür öffnen? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Lex, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just Jetzt an kann ich empty doch room. Türen... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Glatte Lüge. Glatte Lüge. Macht er nicht. Was ist das? Das sieht aus wie ein Zettel zum Einsammeln, aber ich kann den nicht einsammeln. Ah, jo, ein entspannter Abend. Wunderbar. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? Richtig. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Oh. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal.
Everything will be fine. Ja, ich bin auch mal gespannt. I am okay. Aber ich glaube, ich habe heute nicht viel zu tun, weil das Reden wird mir heute abgenommen. Ich mache mir dann halt heute auch einen entspannten Stanley Abend. began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Oh. Und jetzt startet wieder alles von vorne wahrscheinlich und wir This müssen... is the story of a woman named Mariella. Hä? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Was man halt so macht, wenn man einen Toten sieht, ne? Anstarren und dann wegrennen. Und wir sind wieder da. Diesmal hören wir auf ihn. Mal gucken, was dann kommt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, das haben wir bestimmt verpasst und diesmal machen wir das so, wie er das sagt. Wir gehen durch die linke Stanley Tür, came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. dann gehen wir nach oben. Yet there was not a single person here either. Feeling Jetzt bringen a wir wave ihn of mal ein bisschen ins disbelief, Schwitzen. Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ganz genau. Guck mal, wie der Boss, er hat's aber richtig schön hier. Was ist das? Das Bad? Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money. Was ein Kackbad. Ganz merkwürdig. Wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, ob der Boss da ist. Hier sitzt keiner. Computer ist auch aus. Schlechtes Zeichen. Ganz, ganz schlechtes Zeichen. Hier ist eine Doppeltür. Und ein Panda, der erschossen wird. Oh, oh. Okay, das sieht... Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ich will auch hier gucken. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der wieder die Tür schließt. Guck mal hier, der Panda, der arme Panda. Business-Strategie. Er schießt einfach den Panda. Ja? Er schießt ihn einfach. Oh, ich habe einen Dingsbums hier. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es weg. Oh ja. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Der trägt bestimmt Panda-Fellhausschuhe, bestimmt. Das ist so einer gewesen. Ah, das ist hier der mit dem Anzug da. Der ist das. Okay, ich hatte gerade einen Cursor. Ich glaube, es geht langsam los. Hoffentlich quatscht er mir jetzt nicht noch irgendwie 1000-mal hier zu. Okay, nach unten.
Wir gehen. Ne, wir drücken. Auf geht's, nach unten. Wohin auch immer. Wahrscheinlich immer tiefer und tiefer in unseren Verstand hinein. Der ein bisschen Descending deeper into the building, weird Stanley ist. realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Was war das denn? Funken. Ich weiß auch jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist nur so ein Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Erkundungsspiel und nicht wirklich ein Horrorspiel, glaube ich. Escape oder Mind Control. Was machen wir? Was machen wir? Mind Control oder Escape? Abhauen? Weil dann starten wir bestimmt wieder von vorne. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder einfach runterspringen. Wenn er springen könnte. Er kann aber nicht springen, der arme Kerl. Oh nein. Oh nein, dieser Druck. Dieser Druck. Und schauen, was passiert. Wobei, mal Escape probieren. Ich kann es probieren. Although this passageway had the word escape written on it, Was? the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Oh oh. Ich glaub dem nicht. Wir gehen weiter. Der lügt bestimmt. Der will uns nur The abhalten. door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nein, wir ziehen das durch. At this Knallhart. point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward Ja. and willingly confront his death. Das ist bestimmt jetzt der Ausgang. Wir sterben bestimmt nicht. Und? Fangen wieder von vorne an. Ich will nicht für den Tod des armen Stans verantwortlich sein. Zu spät leider. Zu spät, denke ich. Obwohl, nein. Bist du nicht. Noch nicht. Wir sind As auf... the machine whirred Was into zum motion Teufel? and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. Oh! He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to Nee. his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Nee. Nee. Ja, perfekt. Zeit angehalten. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Aha. Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Genau, genau. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Nein. Nee, siehste? Die hat uns gerettet, wer auch immer sie ist. Was ist das? Das denn? Ach, geht jetzt And los yet oder it ist would das be just a Ende? few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Ja. Do you see now? Do you I see see. that Stanley was already dead from the moment he hit start? Landschaftsgemälde, ja. Gut, dass Sie es auch erwähnen. Finde ich stark. Das ist mein Computer. Da saß ich so gerne immer dran, hab Knöpfe gedrückt, ne? Das waren noch schöne Zeiten. Entspannte Zeiten vor allem. Ah, das Büro-Grundriss. Dieser Plan zeigt das Büro von Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro zu den beiden Türen war der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert, aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Und dann sind wir hier und dann sind wir hier und dann dahin. Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesen ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einem guten Zustand erreicht. Zeit, nicht Zustand. Wie komme ich denn auf Zustand?
Das ist ja ganz schwierig. Zustand und Zeit. Ja, perfekt. Ich habe gerade einen komischen Zustand, glaube ich. Weil irgendwie ist das hier so wie so ein Entwicklerraum. Aktenschränke. Ja, gut, dass sie die auch nochmal präsentieren. Bürocomputer. Auch guck mal hier. Installation. Bisschen Solitär. Und die Database. Und was haben wir hier noch? Die 2 Türen. Die 2 offenen Türen waren der erste konkrete Teil des The Stanley Parable Designs. Als dieser Raum erstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als eine Erweiterung davon, eine Erkundung des Widerspruchs, den dieser Raum darstellte. Alright. Anscheinend noch einen richtigen Weg. Es ist die Frage, es kann auch sein, dass es, also wir werden wahrscheinlich jetzt gleich wieder im Büro aufwachen. Das Büro. Aber warum 1, 2 und 3? Knopfgeräusche, genau. Eine Auswahl an Geräuschen, die im gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturschlag und einem künstlichen Ton. Das sind die Töne. Weiß nicht, ob man die hört. Ich hoffe. Sonst war das ziemlich dumm. So, und das sind die Credits. Ne, alle dabei. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Das Büro. Das ist der Wartungsraum. Eine erste Version des Wartungsraums. Wir haben einfach die Credits schon erreicht. Wir sind fertig mit dem Spiel. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir sind tot in unserer eigenen Hölle hier gefangen. Guck dir das mal an. Sowas haben wir ja noch gar nicht erlebt. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben es einfach durchgezogen. Schlachtfeld. Sowas kenne ich noch gar nicht hier. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley... Weißt du was? Warte mal ganz kurz. Wir gucken uns das gar nicht jetzt hier so genau an, sonst wissen wir ja schon, was passiert. Nicht gucken. Das ist ja total blöd. Wie komme ich denn hier raus? Das können wir uns angucken, wenn wir ein bisschen mehr vom Spiel erlebt haben. Wir haben es einfach geschafft, ne? Einfach schon einen Credit Room hier erreicht. Ja, war ein schnelles Game. Rucksäcke oder Knöpfe oder sowas. Nein, wollen wir nicht wissen. Da war ein Knopf, habe ich gesehen. Countdown-Schreibtisch, wollen wir auch nicht wissen. Wir gucken mal, ob wir irgendwie einen Weg zurückfinden. Oder wir müssen es vielleicht ganz neu starten. I don't know. Eine Uhr. Ah, hier sind wir. Ich bin mal gespannt. Ob es hier irgendwo noch einen Ausgang gibt. Oh, nee, das wollen wir auch nicht wissen. Das auch nicht. Dürfen uns jetzt hier leider noch nichts angucken. Oder müssen wir Exit? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Okay, wahrscheinlich müssen wir wirklich komplett auf ihn Listen to hören. me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop Meinst du das wirklich ernst? now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Was soll ich drücken? Die hat doch gesagt, und Spiel beenden. Die Option habe ich leider nicht. Wir könnten nur das Spiel erneut beginnen oder zurück zum Menü. Don't let Ja. Sherlock, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei dir? Lief super. Es läuft klasse.
Ja, wir sind wieder da. Diesmal hören wir auf ihn. Diesmal All of mache his ich co-workers were gone. alles, was er What sagt. did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Nameless, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? When So, Stanley links. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Mal gucken, ob das überhaupt beendet werden kann. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, aber dafür haben wir jetzt den Credit-Raum schon entdeckt, ne? Das ist doch auch schon mal was. Und hier könnten wir jetzt sogar einmal den Fahrstuhl betätigen. In den Fahrstuhl hinein. Da leuchtet mich ein Zettel an, 2 sogar. Und wir könnten sogar mit dem Fahrstuhl fahren. Nice. Alles super bei mir und selbst bei mir auch. Bei mir ist alles super. Noch. Wenn ich hier irgendwo rauskomme. Ich habe schon wieder nicht auf ihn gehört. Upsi. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier gar kein... dass wir gar nicht ankommen. Na, perfekt. Absolut perfekt. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich lache mich fast tot, wenn du versuchst, in dein Paper-Please-Gameplay auszusprechen oder jede Möglichkeit nutzt, es nicht auszusprechen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Absolut nicht. Since he could never possibly know that the combination was 2845. So wie jetzt. Ich weiß nicht, was ihr meint. Was war jetzt los? Was sagte er? 2845. Ach du! Warum drücke ich denn die 4? Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Ja, Stanley happened to input the leider correct sehe ich das code jetzt nicht mehr im by sheer Chat luck. und Amazing. aus dem Gedächtnis He stepped into heraus the newly kann ich das opened leider nicht. Also passageway. sorry. Das geht leider nicht. So, jetzt geht's aber weiter. Und diesmal hören wir auf ihn. Astuska, ja. Ist doch richtig. Alles gut. Siehst du? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, ist doch alles. Ich bin Profi. Ja, natürlich, klar. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Natürlich hat er das. Sorry. Ja, aber ich bin da, ne? Ich mach das ja und so, ne? Deswegen. Huch. Ich spüre da ein Timeout. So 2 Wochen. Kamera haben wir hier.
Alright, was haben wir hier? Unterlagen. Dann drück mal. Now the monitors jumped to life, Oh. their true nature revealed. Da ist irgendwas Each bore kaputt. the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where Feiert. freedom meant nothing. Der wurde gefeuert. Der auch. Die anderen Länder auszusprechen. Weißt du, ich bin in Aussprache bin ich nicht so gut. Ich habe sogar eine halbe Note abgezogen bekommen in Französisch, weil meine Aussprache so scheiße war. Also lassen wir das mit der Aussprache am besten sein. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. Französisch ganz He schlechte refused Erfahrung. to believe it. Nee, He bei mir war couldn't gut accept eigentlich, it. bis auf, His dass er mir da so eine own halbe Note life in abgezogen someone hat. else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Bisschen, ich glaube ja. Spanisch hatte ich auch kurz. Ich glaube But he was the anderthalb, proof, the nee, ein heart halbes of the Jahr operation. nur. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all.